Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben wieder mal die Liste von Strider mit den 20 stärksten Spielern der Welt, was die Statpunkte angeht. Ja, denn die Ehrenhalle, so wie wir sie kennen hier, ne, ist zwar ganz gut, aber nicht immer ganz akkurat. Ne, weil es ja mehrere Leute auf einem Server gibt, die sehr stark sind, aber gegeneinander kämpfen. Und dann gewinnt halt immer nur einer und dann kommt einer immer nur in der Ehrenhalle. Und deswegen ja, ist das auf jeden Fall nicht immer die, zeigt zwar die stärksten Spieler vom Server aktuell, die den Kampf gewonnen haben. Trotzdem gibt es auf den Servern noch Spieler an sich, die halt auch sehr stark sind, aber halt nicht es hier in die Liste geschafft haben. Ne? So, und deswegen haben wir jetzt hier eine Liste erstellt von Strider mal wieder, die zeigt, wer hier die stärksten Spieler sind nach den Statpunkten. Und da haben wir mal wieder die Leute ganz vorne, die wir auch sonst hier vorne sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Der Scythe, ja, hier ganz vorne auf Platz 1, Platz 2 Strider, Platz 3 Viper, Platz 4 Nachteule und Platz 5 Suchiro. Immer diese ganzen Namen, diese ganzen schwierigen. Warum müssen die besten Spieler so eine schwierigen Namen haben? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier schon ein paar Leute, die sich da von der Ehrenhalle unterscheiden. Ne? Synth ist nach wie vor auf Platz 1 hier, das ist akkurat. Nachteule haben wir auch hier, der ist auch relativ weit oben, Platz 4. Aber zum Beispiel der Strider, der ist auf Platz 2, der ist hier auf Platz 11. Ja, und das ist natürlich jetzt ja, schon ein ziemlicher Unterschied, würde ich mal sagen. Ne, wenn man jetzt hier mal von den Ehrenhallen oder von den Stats ausgeht. Ne, aber natürlich zählt halt auch immer ein gewisser Random-Faktor da mit rein. Ne, und deswegen schaukeln die Spieler halt auch mehr oder weniger mal in der Ehrenhalle ein bisschen weiter oben oder halt ein bisschen weiter unten so, ne? Aber die akkurate Liste, wenn man halt danach gehen möchte, ist halt die hier so, ne? Wir scrollen mal noch ein bisschen runter, damit wir hier noch die Top 20 Leute hier unten auch noch aufgelistet haben. Hier haben wir Ignil, den sehen wir ja morgen, der ist ja bei mir morgen hier zu Hause, da streamen wir ja live, ne? Um 21 Uhr geht das Ganze los, da gucken wir in seinen Account rein. Wer da Interesse hat, kann dann natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. Ne? Da werden wir dann ab 21 Uhr loslegen. Ne? Und ansonsten, ja, ist hier auf Platz 15 gerutscht, aber ich gehe mal von aus, er wird auch noch weiterhin mehr auf XP spielen als auf Gold, ne? Weil er ja vom Level her schon ziemlich hoch ist. Ne, und deswegen ja, leidet natürlich die Platzierung hier in der Liste darunter. Mal schauen, ob wir Ignil hier finden in der Liste. Hier, der ist ja komischerweise hier auf Platz 8, ja. Was hier diese Liste angeht. Aber das ist natürlich alles, wir bewegen uns alle hier überall in einem Rahmen, sag ich mal, wie Nudeln. Rahmen. Ja, oder in einem Grußporträt, ja, ist auch im Rahmen. Ne? Nein, das meine ich natürlich nicht, aber wir bewegen uns hier in einem bestimmten RNG-Bereich, wo halt jeder gegen jeden so eine Chance hat und da halt eben, ne, es ist halt auch immer, ne, es ist halt wie bei mir auf meinem Server halt auch so, wer halt crittet, gewinnt und das ist halt dann immer auch eine Glückssache hier. Man sieht das an dem Fight ganz gut, dass das halt nicht immer, ne, also man kann halt nicht immer gewinnen, ist halt so und deswegen, ja, ist mal der vorne und ja, aber die Liste, wo es halt genau hier drin steht, da kann man halt nach der hier gehen. So, ne. Ich hatte mir auch schon mal überlegt gehabt, man kann so eine Liste auch nach verschiedenen Kriterien ordnen, so, ne, wer jetzt die meisten Stat-Punkte hat und sowas overall gesehen, aber ja, erstmal müssen sie ja die normale Rangliste ja irgendwie mal in den Griff kriegen, weil fertig ist das Ganze natürlich hier noch lange nicht so, ne, und das ist halt, ja, ich spreche es eigentlich jeden Monat aufs Neue an, dass diese internationale Ehrenhalle hier nur zu 50% fertig ist, weil hier haben wir einmal die 50% Ehrenhalle, ne, und hier haben wir einmal 50% gar nichts vom Bildschirm und das ist halt schon seit Jahren so und deswegen ist diese internationale Ehrenhalle zu 50% nur fertiggestellt und halt halb fertig rausgebracht worden. So, ne? Und das ist halt ziemlich schade, weil da gibt es auf jeden Fall viel mehr Potenzial. Ne? Aber kann auch sein, dass sie die jetzt gar nicht mehr bewusst in Angriff nehmen oder bewusst überarbeiten,
weil sie jetzt wahrscheinlich mehr daran hängen, die Serverfusion möglich zu machen und da ganz andere Sachen im Hintergrund laufen und planen, in Bezug vielleicht auch auf diese Liste, aber wenn halt sowas wie eine Serverfusion kommen sollte, dann kann man davon ausgehen, dass halt auch die internationale Ehrenhalle davon halt sehr stark betroffen ist, weil halt mehrere Server zu einem Megaserver zusammengelegt werden und dann ist natürlich die internationale Ehrenhalle, so wie wir sie jetzt kennen, davon betroffen. Deswegen gehe ich mal von aus, dass wir so, wie wir die Liste jetzt kennen, dass sie wahrscheinlich dieses ganze Jahr noch so bleiben wird und dann wahrscheinlich erst nach den Serverzusammenlegungen in Angriff genommen wird oder vielleicht auch schon mit dabei ist, ja, bei der Serverfusion, dass sie da schon mit überarbeitet wird, so, ne? Muss ja überarbeitet werden, weil ja, es werden halt sehr viele zusammengelegt, ganz viele Server so, ne? Und dann, ja, weiß ich nicht, wird hier wahrscheinlich dann wieder alles neu geordnet werden und dann wäre das auf jeden Fall ein guter Anlass, das hier mal gleich komplett in Angriff zu nehmen. Aber wir haben ja, ich hatte ja letztes Mal ein Video dazu gemacht zu der Serverfusion, dass wir da eine offizielle Antwort erhalten haben und ja, da stand halt drin, dass das vor 2022 wahrscheinlich nichts wird, aber die halt schon im Hintergrund am Arbeiten sind, ne? Und deswegen, ja, kann man da auf jeden Fall hoffen, dass da in Zukunft was kommen wird. Aber wir brauchen jetzt erstmal nicht, denke ich mal, in Bezug jetzt auf die internationale Ehrenhalle, jetzt in Bezug darauf, glaube ich, erstmal dieses Jahr nichts weiter erwarten, dass da was dran gemacht wird. Das wird, denke ich mal, ja, so belassen, wie es ist, so wie es halt rauskam, so wird es halt jetzt erstmal belassen. Und ja, wie gesagt, nur halt zur Serverfusion wäre es halt wirklich mal ein guter Anlass, um das ganze Ding mal von Grund auf zu überarbeiten, ne? Ist auf jeden Fall so meine Meinung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber ich denke mal, da bin ich nicht alleine, was das angeht, ne? So, gucken wir mal, ob wir den 5. Kristall bekommen hier. Mal gucken, haben wir Glück. Und Steine. Schade. Keine Rolltreppen, sondern Aale. Das ist natürlich sehr schade. So, 3 Gegenstände beim Schmied zerlegen. Mal gucken, wir haben hier noch was. Das können wir in den Kessel werfen. Da haben wir noch ein paar Skillpunkte mehr. Dann schauen wir mal. Nehmen wir mal die Sachen, die hier am meisten Kristalle bringen, ne? Das ist, denke ich mal, jetzt am sinnvollsten. Oha, 750 Kristalle. Das nehmen wir auch gerne mit hier, ne? Das ist natürlich ganz nice. Wäre natürlich gut, wenn es Items wären, die ja wenig Skillpunkte, also wenig Gold kosten. Sowas wie hier 1,25. Das ist schon ganz gut. Ja, das ja, tut jetzt nicht so weh, wenn wir das jetzt zerlegen, weil wir ja dann das Gold verlieren, wenn wir das zerlegen. Dafür bekommen wir ein paar Kristalle und ja, haben dann auch gleich die Aufgabe für heute hier erledigt. So, Pet-Kämpfe haben wir alle auch fertig. Zack, das haben wir abgeholt und dann können wir noch gleich ein bisschen verskillen hier. So, ich muss mal schauen, was hatte ich hier? Ich hatte hier Anzüge und Gürtel haben wir hier am Start. Gut, da habe ich jetzt erstmal nichts weiter hier im Inventar, was ich dazulegen kann. Schade. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Hexe mal wieder eines Tages hier vorbei guckt. Aber es sieht bisher noch nicht so aus. Ja gut, viel mehr kann ich jetzt gar nicht erstmal großartig machen. Ich muss warten, bis hier meine Stadtwache durchgelaufen ist. Das dauert noch einen Moment. Und ja, dann war es das soweit für dieses Video mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten freue ich mich morgen, wenn ihr um 21 Uhr am Start seid zum Livestream. Ja, das wird auf jeden Fall sehr cool. Haben sich viele Leute darauf gefreut, inklusive mir auch. Ne? Ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her. Und ja, dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.